Moin, ich bin Johannes, CEO von Kapten & Son und auch Mitgründer und seit 9 Jahren daher schon dabei. Ich bin Patrick, VP of Operations bei Kapten & Son. Moin, mein Name ist Daniel Spellbrink und ich bin Head of E-Commerce bei Kapten & Son. Bei Kapten & Son verkaufen wir viele verschiedene tolle Produkte. Alle Produkte sind absoluter Knaller. Primär Rucksäcke, Sonnenbrillen, seit neuesten Jacken und auch Uhren und Accessoires. Und ich kann wirklich jedes Produkt nur empfehlen. ...2014 aus einer Spaßidee heraus eigentlich entstanden, Kapten & Son. Fabian, Artem und ich, 3 Freunde aus der Uni in Münster, haben mit einer Uhr gestartet und sind damit wirklich durch die Decke gestartet von Anfang an. Also im ersten Jahr sind wir schon Richtung 10 Millionen Euro Umsatz geflogen, alles gebootstrapped, ohne Investoren. Wir haben das geschafft. Eine unserer Secret Sources war natürlich, dass das Produkt immer schon gut war, aber auch unsere Marketing-Story. Wir waren mit die erste Firma in Deutschland, die wirklich so D2C gearbeitet hat, die Influencer-Marketing genutzt hat oder auch Meta-Marketing, damals noch Facebook-Marketing. Heute sind wir bei über 500 Produkten, die wir verkaufen und so schaffen wir es dann auch in Summe, dass wir in einer Umsatzregion sind, die Richtung 100 Millionen Euro Umsatz geht, wo wir sehr stolz und dankbar für sind, dass wir das erreicht haben. Ja, also wir haben uns natürlich über die Zeit auch sehr stark zum Glück professionalisiert, weil so wie wir früher gearbeitet haben, glaube ich, würden wir das heute in dem Volumen nicht hinkriegen und war ein notwendiger Weg. Vor Actindo hatten wir die Problematik, dass unsere Systemarchitektur historisch gewachsen ist und untergliedert war in ganz viele verschiedene Microservices, die wir nicht gerecht geworden sind und wir keine richtige Übersicht über die einzelnen Prozesse und Thematiken mehr hatten. Das heißt, in besonderen Peak-Phasen, wenn der Newsletter rausgegangen ist von uns oder wenn Influencer viel gepostet haben, viel Traffic auf unsere Page gebracht haben, wir dementsprechend auch einen Peak hatten bei den einzelnen Orders, hatten wir die Problematik, dass manche Systeme nicht hinterhergekommen sind und dann mussten wir immer auf Fehlersuche gehen, was natürlich dementsprechend viel Zeit gekostet hat. Und manchmal hatten wir auch die Problematik, dass der Kunde direkt davon auch erfahren hat, was natürlich der schlimmste Fall ist und was wir oft dann auch im negativen NPS-Impact gesehen haben. Wir hatten das Gefühl, dass wir eine Tech-Company bauen, anstatt dass wir eigentlich nur Tech-enabled sein wollten. Zusammengefasst kann man dann auch sagen, dass wir halt sehr, sehr wenig Transparenz über die ganzen nachgelagerten Prozesse hatten und dementsprechend auch Entscheidungen aus einer eher unsicheren Grundlage treffen mussten. Jetzt haben wir dank Actindo eine komplette Übersicht über alle Workflows und ein Dashboard dafür, wo wir dann einzeln sehen können, wo einzelne Fehler auflaufen. Das Besondere ist, dass Actindo für uns die Spinne im Netz ist und alle anderen Systeme an Actindo andocken und dementsprechend haben wir nicht nur Übersicht über die Prozesse innerhalb von Actindo, sondern auch darüber hinaus für die anderen Systeme in der Landschaft. Actindo ist im Grunde genommen unser DOP, also unsere Digital Operations Plattform, in der alle Prozesse, Daten und Systeme eigentlich ongedockt sind. Das heißt, wir haben davor unseren E-Commerce-Shop von Scale, Actindo quasi dann als DOP, die Digital Operations Plattform in der Mitte des ganzen Setups, hinten raus dann unseren Lagerdienstleister oder Fulfillment-Dienstleister Fiege. Das heißt, wir sind von einer sehr, sehr komplexen, fragmentierten Infrastruktur mit vielen Systemen hin in eine sehr geradlinige Struktur gekommen, die halt ganz klar orchestrierbar ist und natürlich auch mit ganz klaren Ownership und Verantwortlichkeiten geprägt ist. Dank Actindo haben wir endlich unsere Prozesse im Griff und können den Fokus richtig setzen. Wir können uns endlich konzentrieren auf unseren Kunden und dort einen Mehrwert liefern, unser Geschäftsmodell nach vorne raus entwickeln. Auch als Führungskraft habe ich jetzt viel mehr Zeit für strategische Themen anstatt operatives Daily Doing. Mit Actindo zusammen konnten wir auch unsere komplexeste Produktkategorie live bringen, unsere Korrekturbrillen. Unsere Korrekturbrillen fertigen wir an unserem eigenen Produktionsstandort. Die dafür benötigten Informationen für Order- und Versandprozesse werden orchestriert durch Actindo. Das Gute ist, dass wir auch dadurch Multi-Basket-Szenarien und sonstige Szenarien alle abbilden können. Actindo hilft uns halt, dass wir uns sehr stark auf unsere Core-Values und unser Core-Business fokussieren können. Das ist Kunde, das ist Produkt, das ist Experience für den Kunden und wir einfach einen Partner gefunden haben, der für uns den Rücken frei hält. Mit Actindo zusammen konnten wir unsere komplette Tech-Infrastruktur innerhalb von 3 Monaten austauschen und sind 3 Wochen vor der Black Week live gegangen, was die stärkste Woche des Jahres für uns ist und dementsprechend auch sehr elementar für unser Geschäft.
Was haben wir zusammen erreicht? Im Grunde genommen kann man das ganz gut zusammenfassen. Wir können nachts endlich wieder schlafen. Wir müssen nicht wie im alten Setup eigentlich nachts aufbleiben, die Prozesse irgendwie in Echtzeit tracken, gucken, kommen Fehler oder treten Fehler auf, müssen wir eingreifen. Man sollte den Mut haben, vielleicht das, was man über Jahre lang erschaffen hat, auch immer wieder zu hinterfragen. Und nicht die Angst haben, auf einer grünen Wiese was Neues zu planen. Das heißt auch nicht, dass das, was man über Jahre lang gut gelaufen ist und erschaffen hat, schlecht ist. Das ist bis zu einem gewissen Entwicklungszeitraum sicherlich genau das Richtige gewesen. Aber irgendwann ist man an einer Stufe angekommen, wo man einfach den nächsten Schritt im Unternehmen machen muss und das natürlich auch dann in der Infrastruktur von IT-Systemen. Und mit Actilo sind wir perfekt aufgestellt, um das nächste Level zu erreichen. Und nicht nur das nächste Level, sondern noch viel mehr.